saw that already. They have different forms of poetry and therefore also different forms of worship. Unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Arten von Poesie und darum auch unterschiedliche Arten anzubeten. Old-time worship probably was more with guitar and singing. Alttestamentlich war mehr Gitarre und Gesang. And modern worship is quite often related to available loudspeakers. Moderne Anbetung hat oft mit verfügbaren Lautsprechern zu tun. So we often have playbacks. Wir haben oft Playbacks. Okay, so we use kind of a mix. Wir haben so eine Mischung. Now, of course, in worship we use instruments, we amplify them when there is a larger group. Also im Lobpreis benutzen wir Instrumente, wir verstärken sie, wenn es eine größere Gruppe gibt. And Timo and I have a big difference, basically. Timo und ich haben einen großen Unterschied. Timo loves to sit somewhere and listen to praise and music all the time. Timo liebt es zu sitzen und auch einfach Musik zu hören. And I like it when it's quiet. Und ich mag es, wenn es ruhig ist. So there's a prayer time and there's music and I think, okay, how do I switch off the music in my Also wir ears? haben irgendwie Gebetszeit und im Hintergrund läuft Musik und ich denke, wie kann ich die ausblenden? People are different. Leute unterscheiden sich. And I'm glad that at our base we have both. Und ich freue mich, dass wir in unserem Zentrum beides haben. It's the same here. Ich nehme an, es ist ähnlich. Okay. So, we express worship in different ways. Wir drücken Anbetung unterschiedlich aus. And we have to understand how the Hebrews express their worship. Und wir müssen verstehen, wie haben die Hebräer Anbetung ausgedrückt. Their major tool was their language. Ihr Hauptwerkzeug war ihre Sprache. So we have Hebrew poetry. Wir haben hebräische Poesie. And when we look at it, Wenn wir die betrachten, it's kind of a block of text. ist das erstmal ein Haufen Text. Now that's Psalm 1. Psalm 1, English-German this time, so all the German speakers have a chance to read. Englisch-Deutsch, Deutsch kann man mitlesen. No, I'm joking. So, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, and so on. So we can read it this way. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Spötter, noch sitzt, wo die Sünder sitzen, und wir können es auch so lesen. Okay, so we kind of see text, we go through text, and that's it. Wir sehen Text, gehen da durch, das war's. Or we can detect what Hebrew people were doing. Oder wir erfassen, was haben die Hebräer da eigentlich gemacht. So, blessed is the man Wohl dem, gesegnet, who walks not in the way of the counsel, or in the counsel of the wicked, Ist nor der- stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. ist der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch But sitzt, wo die Spötter sitzen. his delight is in the law of the Lord. He meditates day and night. Er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über So seine Gesetze. they are using language, they are using contrast, emphasis, repetition. Everything is there. Sie verwenden Sprache, sie verwenden Kontrast, Betonung, Wiederholung, alles ist da. I think I remember saying that in Hebrew the most important is in the middle. Did I Ich say habe that? gesagt, im Hebräischen, glaube ich, das Wichtigste finden wir in der Mitte. The middle verse is verse 3. Der mittlere Vers, Vers 3. The man who is righteous, he is like a tree planted by streams of water that yields fruit in its season, and its leaves does not wither, and all he does, he prospers. In all he does, he prospers. Der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und was er macht, das gerät wohl. Also seine Blätter falten nicht, und was er macht, das gerät wohl. That's the message. Das ist die Botschaft. And it's in the middle here. Und die ist in der Mitte. Before, it's a contrast, what is wrong and what is right. Davor haben wir einen Kontrast, was ist falsch, was ist richtig. And afterwards is a contrast, what is wrong and what is right. Und auch nachher wieder ein Kontrast, was ist falsch, was ist richtig. Okay, so he's playing with this, he's building to a climax and basically suggesting that is how you should live. Er spielt damit, er baut einen Höhepunkt auf und sagt, so sollen wir leben. And if we can see this, the psalm gets much richer. Und wenn wir das wahrnehmen, werden die Psalmen viel reicher. So it's an enrichment or an encouragement to us. Es ist eine Bereicherung für uns. So basically his point of this psalm is that one. Grundlegend ist ein Punkt, der da. Okay? That's what a righteous person should be. Das ist eine gerechte Person sein. And now you can basically enjoy the picture. Und jetzt könnt ihr einfach das Bild genießen. Okay. Oh, a tree and the water. It's refreshing.
it's cool, it looks nice, and so on. Ein Baum am Wasser, ist erfrischend, sieht toll aus. That's the message. Das ist die Botschaft. And that's the introduction actually to the whole book of Psalms. Und das ist auch die Einleitung in das ganze Buch der Psalmen. So basically this psalm is like a title to the 150 Psalms. Dieser Psalm ist wie der Titel für die 150 Psalmen. It's showing the benefit of meditating on God's word. Es zeigt den Nutzen, über Gottes Wort zu meditieren. And the key picture is in the middle, Das Schlüsselbild finden wir in der and it Mitte. should encourage the righteous person to become like this. Und es soll den Gerechten ermutigen, so zu werden. Okay. So this is the riches that we can discover in the Psalms. Das sind die Reichtümer, die wir in dem Psalm entdecken And können. in order to understand this, we have to look a little bit at the mechanics of Hebrew language. Und um das zu verstehen, müssen wir uns etwas die Mechanik anschauen im Hebräischen. Now, I like the word mechanics. I'm a mechanical engineer originally. Ich mag das Wort Mechanik, ich bin Konstrukteur. Konstrukteur. Yeah. So that is my training, Das ist meine Ausbildung. but of course that doesn't relate to language, so I had to adapt a little bit. Aber das war natürlich nicht auf Sprache bezogen, ich musste das ein bisschen anpassen. So if we look at Hebrew poetry, we have to understand some principles there. Wenn wir uns hebräische Poesie anschauen, dann müssen wir ein paar Prinzipien dort verstehen. We mentioned already now today, we have rhythm, meter and rhyme. Wir haben schon erwähnt, wir haben Rhythmus, Metrik und Reim. So the rhythm is the amount of syllables and how many of them repeat, that's the meter. Der Rhythmus ist die Menge an Silben, die sich wiederholen. Dann haben wir das Metrum. And then we have the rhyme, which we usually hear at the end of the lines or every second line or something like this. Ja, und wir hören den Reim, den hören wir normalerweise am Ende der Zeile. Okay. Oder mittendrin. Now, in your language, in your culture, do you hear the rhyme at the end? In euren Sprachen hört ihr den Reim am Ende? Similar sounds or similar words or syllables? Okay. Unter ähnliche Klänge, Silben, Worte. Okay. Now, that's not the case in Hebrew. Das ist jetzt im Hebräischen nicht der Fall. And that's good for us. Und das ist gut für uns. Because otherwise we would need to speak Hebrew in order to get the rhyme. Sonst müssten wir Hebräisch kapieren, um die Sprache zu studieren. In Hebrew language, you have to think the rhyme. In der hebräischen Sprache denkst du den It is Reim. not a word rhyme, it is a thought rhyme. Es sind nicht die Worte, die gleich klingen, sondern die Gedanken. Thoughts are repeated or contrasted or developed. Gedanken werden wiederholt oder kontrastiert oder entwickelt. Or you build up something to a peak. Oder du baust etwas auf einen Höhepunkt. So, and that for us that's great because we don't speak Hebrew, and I don't think you do. Und für uns ist das Sorry, großartig, maybe, weil wir sprechen kein Hebräisch. Ich nehme an, ihr auch nicht. So, at least we can think along. That's good. Aber wir können ähnlich denken. Okay, so we have to think Hebrew poetry. Wir müssen hebräische Poesie denken. Now, of course, that doesn't do justice to all there is in Hebrew poetry. Das ist jetzt natürlich nicht eine angemessene Behandlung von allem, was in hebräischer Poesie vorhanden A ist. person who understands Hebrew, they would also pick up meter and rhyme. That's also there. Jemand, der Hebräisch Meter spricht, and rhythm and meter. Yeah, der würde sorry. auch Rhythmus und Metrik aufschnappen. Das ist nämlich auch dort And vorhanden. all we can do is pick up the rhyme. Alles, was wir aufschnappen können, ist der Reim. But at least that's something. Aber immerhin etwas. Okay. So after we do our Hebrew classes, we do more. Huh? Nach unserem Hebräischkurs, dann werden wir noch mehr nehmen. So what I did was in your papers, I tried to summarize some forms of Hebrew poetry. Was ich in euren Unterlagen gemacht habe, ist, ich habe einige Formen von hebräischer Poesie versucht zusammenzufassen. Or rather said, I listed some forms of parallelism, how they use it. Also ich habe einige Formen von Parallelismen aufgeführt, wie sie das verwenden. And I also have some examples, so later you can look at it again, so you can keep it fresh. Ich habe auch ein paar Beispiele, das heißt, ihr könnt euch das später wieder anschauen. So that is what is in your notes, Das habt ihr in euren Unterlagen. and I'm using the visual version of that. Ich nehme die visuelle Version mal. So, the first and the most often used form is called synonymous parallelism. Die erste und die am häufigsten verwendete Form ist ein synonymer Parallelismus. Now, please, after the lecture, forget the terms again, but
keep the concepts. Also okay? nach dem Unterricht vergesst die Ausdrücke, aber behaltet das Konzept You im don't Kopf. need to know that this is called climactic or an antithetic or whatever Ihr müsst parallelism. jetzt nicht wissen, dass es klimatischer oder antithetischer Parallelismus ist oder was auch You immer. simply need to see when it's used, that's all. Einfach, es muss euch auffallen, wenn man das braucht. Das ist alles. So, synonymous parallelism means the thought of the first line is repeated in the second line with other words. Synonymer Parallelismus heißt, der Gedanke aus der ersten Zeile wird in der zweiten Zeile wiederholt. And the point why this is important is it's not two thoughts, it's always one. Warum das wichtig ist, es sind nicht zwei verschiedene Gedanken, sondern es ist ein und derselbe Gedanke. Now, Das ist eins. I know quite a few people who take verses of Psalms and they create theology out of it. Ich weiß, es gibt Leute, die nehmen Verse aus dem Psalm und machen Theologie daraus. Because they say that's in the first line, that's in the second, that's in the third, and that's the theology. Ich sage, in der ersten wird das gesagt, in der zweiten das, in der dritten das und das ist die Theologie. And they didn't realize it's just one thought. Und sie haben nicht bemerkt, nein, es ist eigentlich nur ein Gedanke. So, they are not treating the poetic passage properly, and that leads to sometimes wrong Und conclusions. sie behandeln den poetischen Abschnitt nicht entsprechend und das bringt manchmal Probleme. So, the heavens are telling the glory of God. That's the idea. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. And then he tries to think of some terms that repeats that to enforce the point. Und dann überlegt er, wie kann er den Gedanken reimen, um ihn zu betonen. So, the firmament, what you see, proclaims his handiwork, what he created. Und die Feste, Himmelsfeste, verkündigt seiner Hände Werk. Now, what we can learn from here is that the glory of God can also be seen in what he created. Und was wir hier sehen können, ist zum Beispiel, dass die Gottes Ehre in dem gesehen werden kann, was er schafft. That is probably what drove the writer to put it into these words. Und darum hat der Autor versucht, es in diesen Worten auszudrücken. Okay, so like the tree we just had before. Wie der Baum, den wir vorhaben. You sit, and especially when you can sit where the tree is, you enjoy it. Du sitzt und wenn du dort sitzt, wo der Baum ist, And dann it's genießt du a das. reflection of God's glory. Das reflektiert die Herrlichkeit Gottes. Okay, so that would be a synonymous parallelism. Das wäre ein synonymer Parallelismus. Now, sometimes here every element is parallel. Im Okay? ersten Fall sind alle Elemente auch immer am gleichen Ort. Now, sometimes you improvise a bit on that. Manchmal improvisiert man etwas. So you use 3 elements in the first line and only 2 in the second one. Man hat 3 Elemente in der ersten Zeile und dann nur noch 2 in der zweiten. Binding his foal to the vine and his donkey's colt to the choice vine. Er wird binden seinen Esel an den Weinstock und seine Eselin füllen an die edle Rebe. Okay. Now, of course, we would need more than that to get the content. So, Wir brauchen etwas Psalm mehr als 49, das für den Inhalt. Genesis 49. Das ist 1. Mose 49. But it shows that there is some way of variating as well. Aber es gibt Variationen. Okay. Kannst du nochmal das vormachen? Ja. Danke. Also ich kann euch das nachher auch noch geben. Mit dem I can give that also to Ja. you. Gerne. Ja, okay. Könnt ihr mich vor der Pause dran erinnern, sonst vergesse ich. Could you remind me before the break? Otherwise I don't. Okay, so, ist gut. Ja, Schweizerdeutsch. Ist gut, Mine, is everything okay? It's okay? Okay. Now there is also something which is called synonymous parallelism, which ends up in a parable type of writing. Es gibt auch Synonymparallelismus, der sinnbildlich ausgedrückt So it's almost like a little parable, a story that compares things. Das ist wie ein kleines Gleichnis, eine Geschichte, die etwas vergleicht. So we have Psalm 103 about God as a father. Psalm 103 über Gott als Vater. As a father has compassion for his children, so the Lord has compassion for those who fear him. Wie sich erbarmt ein Vater über Kinder, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. So, his children are compared to those who fear him, meaning that's what they are. Seine Kinder werden verglichen mit denen, die ihn fürchten. Now, Und das soll sagen, das sind sie. now the term here to fear him is not meant in a sense of being scared, but rather having a proper respect. Also die ihn fürchten heißt nicht die Angst vor ihm haben, sondern eine angemessene Ehrfurcht. Okay. So, this would be all forms of synonymous parallelism. Das sind alles Formen vom synonymen Parallelismus. But
you will not have to go into all details, but to know that the thought is repeated with other words is very important. Aber wir müssen nicht an Details gehen, aber zu wissen, dass der Gedanke wiederholt wird, also sich reimt. And it tries to make one point, usually. Und es ist normalerweise ein Punkt, der gemacht wird. Okay, so that would be the various forms of synonymous parallelism. Das sind die verschiedenen Formen synonymer Parallelismen. Now, there is just the opposite of it, Es gibt das Gegenteil davon. and that is called an antithetic parallelism. Das ist der antithetische Parallelismus. So you kind of contrast the idea in order to startle the listener or the reader. Du kontrastierst die Idee, um den Leser zu erreichen. In the morning it flourishes and is renewed, in the evening it fades and withers. Das am Morgen blüht und sproßt und des Abends welkt und verdorrt. So it's about the shortness of life, and that we should not think that life is everything, but we should have a proper attitude to Da it. geht es um die Kürze des Lebens und dass wir nicht denken sollen, das Leben wäre alles, sondern eine So angemessene we have Haltung. one thought and then a contrast. Wir haben einen Gedanken und das Gegenteil und den And that Kontrast. again, that's not two things, it should be one thought. Und auch hier, das sind nicht zwei verschiedene Dinge, das ist ein Gedanke. And sometimes that's a bit tricky to figure out. Manchmal ist das schwieriger herauszufinden. Usually when you follow the flow of thought of a psalm or a text, it comes across fairly easily. Normalerweise, wenn man dem Fluss des Gedankens oder Textes folgt, ist es einigermaßen offensichtlich. Okay, so there is another form, Es gibt eine weitere Form, and that is a synthetic parallelism, und das ist ein synthetischer which Parallelismus. usually has then more elements. Und der hat mehr Elemente. It's first a normal synonymous parallelism. Der is setzt here. sich zusammen meistens am Anfang aus dem Synonymen Parallelismus. That's the green stuff here. Das Grüne, was wir schon kennen. And then it leads to what they are doing or what's the purpose of it. It leads to kind of a little peak. Und dann gibt es einen kleinen Gipfel, der sagt, ja, wohin, was wird hier eigentlich, was geschieht hier genau? That's the point of the statement. Und das ist dann der Punkt der So, Aussage. the kings of the earth set themselves, and the ruler take counsel together, and now we have the against. It's missing in the first part. Against the Lord and his anointed. Also die Könige auf Erden nehmen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Und jetzt kommt das wieder, das haben wir vorher nicht, wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Okay, so people are opposed against God. Leute widerstehen Gott. Okay, that's the point here. Das ist der Punkt. But instead of saying it this way, people are opposed against God, Aber anstatt zu sagen, Leute widerstehen Gott, he says, the kings of the earth, they set themselves up. und sagt er, die Könige der Erde legen sich auf. And the rulers, they take counsel Und together. die Herren halten Rat miteinander. So there's a lot of effort Also das ist viel Anstrengung against God and his anointed. gegen Gott und seinen Gesalbten. So the picture is much richer this way. Das Bild ist viel reicher so. Okay? And it's, well, sometimes easier to remember, not always. Und manchmal kann man es sich so besser merken, manchmal auch nicht. Sometimes it's getting a bit more complicated as well. Manchmal wird es auch eher komplizierter. Good. So that would be synthetic parallelism. This is- You combine elements and you lead to a major Das statement. ist synthetischer Parallelismus, wo man Dinge noch kombiniert und man bekommt eine weitere Aussage. Or you could use a parallelism that is describing something which is then later stated. Now Du that's kannst auch not a einen nice one. Parallelismus nehmen, der etwas beschreibt, was nachher ausgedrückt wird. Oh, that's another synthetic one. That's Joel. Das ist noch ein synthetischer Parallelismus aus Joel. It's building up whatever some kind of insects the cutting locusts leave, the next kind of insects eat. Hier haben wir einen Aufbau, also was immer die erste Insektensorte noch gerade übrig lässt, dann kommt die nächste und frisst das und was die übrig lässt, die dritte. And basically, Joel uses actually 6 different kinds of insects here. Er hat 6 verschiedene Insekten hier. And the people knew them because they destroyed their harvest regularly. Und die Leute kannten die, weil die haben regelmäßig ihre Ernte. So he's kind of building up, oh, now we got those guys who are bad enough, but now the others who are even worse are also coming. Ah, And was die kommen, ja, und dann kommt noch schlimmer und dann kommt noch schlimmer. so in the end,
everything is eaten and away. Und am Schluss ist alles aufgefressen und weg. Now this obviously is a message that contains the part of the curse, not the blessing. Offensichtlich ist das ein Teil der Botschaft, die den Fluch beinhaltet und nicht den Segen. It's destruction of the harvest. Zerstörung der Ernte. But instead of saying God will bring the curse on you and he will destroy your harvests, he does it in poetic form. Aber anstatt dass er sagt, Gott bringt den Fluch auf euch und eure Ernte wird weg sein, bringt er es in diese Form. Okay, so Joel is challenging anyways because he's using rather complex language. Joel ist sowieso herausfordernd, weil er braucht recht komplexe Sprache. Okay, but that would be how these things are used. But we all can see there is a development and it's getting worse. Aber wir alle können sehen, da gibt es eine Entwicklung und es wird immer schlimmer. Okay, so that is how he tries to make the point. So versucht er den Punkt zu machen. Now, let me first go to this one. Emblematic parallelism means that you kind of use symbols that are, oh my mouse is gone, okay. Symbols that are compared, and this is not a very nice one, but Es gibt it noch einen works. emblematischen Parallelismus, da nennt man Symbolik, die verglichen wird. Das ist jetzt nicht so ein schöner. That's Proverbs. Proverbs are often rather direct in their language. Das sind Sprüche, die sind eher recht geradlinig. So, like a gold ring in a swine's snout is a beautiful woman without discretion. Im Deutschen ist es andersrum. Ein schönes Weib ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring in der Nase. Okay, so the order in German is just reversed to the English, Genau, im Deutschen wird es gerade andersrum and ausgedrückt. it's usually there is a like, it's a comparison. Und in normalerweise gibt es dort ein Wie, also ein there. So Vergleich. you find these comparisons quite often. Man findet diese Vergleiche auch recht oft. Now, I'm using always examples that are kind of making the point. So Ich nehme gerne Beispiele, die hängen bleiben und den Punkt machen. you are in any case beautiful ladies with discretion, so it's no problem. Ihr seid ganz tolle Frauen mit Zucht, also kein Problem. So you kind of use one part and connect it with an emblem or a symbol. Ihr in the nehmt einen second part. Teil und verbindet das mit einem Symbol. Okay, that would be emblematic parallelism. Das wäre emblematischer Parallelismus. And then we would also have, oh, I have that here. And now this is a tricky one for translation. Jetzt haben wir Sorry. eine herausfordernde Übersetzung. Okay. I have to make that a bit smaller. Can you read it now? Könnt ihr es noch lesen? Okay. Now, in English, this is called climactic parallelism, Im Englischen wäre es, im Deutschen ist es ein klimatischer Parallelismus. and German it's climatic. It doesn't have to do anything with the climate. Also Okay. es hat nichts mit dem Klima zu tun. But climax, a peak, Es kommt where vom you Klimax, reach. also Okay. Höhepunkt. Ein And the klimaxischer. adjective is pronounced differently in the two languages. Und die Adjektive dekliniert man anders. So it's building up to something. Das baut auf einen Höhepunkt hin. Usually these kind of parallelisms go over several lines. Like here, it's 5 lines. Und diese Oh, 6. Parallelismen, die, weil sie sich aufbauen, gehen sie meistens über mehrere Zeilen. Hier sind es 6. And if we read them out loud, it's easy to pick them up. Und wenn wir die laut lesen, dann ist es leicht, das aufzuschlagen. If we read them silently, we often miss it. Wenn wir es leise lesen, You know, verpassen wir es auch. when we read without speaking, we kind of level things. Wenn wir lesen, ohne zu sprechen, dann werden die Sachen oft sehr gleich gelesen. It's kind of, we're not hearing the peaks, ups and downs and so on. We level everything. Und dann hören wir die Höhepunkte nicht so, die Hochs und die So let me Tiefs. just read this to you. Ich lese das einmal für euch. It's not an enemy who taunts me, then I could bear it. It's not an adversary who deals insolently with me, then I could hide from him. But it is you, my equal, my companion, my familiar friend. Wenn mein Feind mich schmähte, wollte ich es ertragen. Wenn einer, der mich hasst, groß tut wider mich, wollte ich mich vor ihm verbergen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund, mein Vertrauter. So it's expressing shock. Das drückt Schock aus. The guy who wrote it is kind of shocked that his friend does that to him. Der Typ, der das schreibt, der ist schockiert, dass And sein Freund ihm das he antut. puts the effect of the shock into the language. Und er drückt diese Schockauswirkungen sprachlich aus. He builds up and comes to the climax that the friend,
the companion, the equal, is actually doing this to him. Und er baut es auf diese Klimax, auf den Höhepunkt, den du, mein Gefährte, mein Freund, mir vertraut hast. Okay, so there is a lot of thinking in these Psalms. Da ist viel Denken hinter dem Psalm. Now, I'm sure a lot of it is also just feeling. Ich denke, viel ist auch einfach ein Gefühl. It's their culture, they lived it, they knew how to do that. Das ist ihre Kultur, die lebten das, die wussten, wie man sowas macht. We can do that in our culture, they did it in theirs. Wir machen das in unserer Kultur, sie in ihrer. Okay, so we have building up to a peak, and that is used several times as well. Wir haben einen Aufbau auf einen Höhepunkt zu und das wird mehrere Male gebraucht. And the prophets like this, Die Propheten mögen das. because when you do that, you kind of take the people along and boom, then you make the point. Wenn du das machst, dann nimmst du die Leute so mit dir mit und dann kabum, machst du den Punkt. So you can use it to really bring drive a point home. Du machst das, um wirklich den Punkt zu machen. Yeah. Okay. Ist gut? Yeah. Yeah, would you say that Jesus did with when he was sharing or talking about like Parables. parables, like kind of the same? Hat Jesus das auch gemacht, wenn er Gleichnisse erzählt It's hat? very similar. Let me just show you one. Es ist sehr ähnlich. No, let's wait for the next category, Wir warten noch auf die nächste Kategorie. because there we have exactly the same in the parables as well. Da haben wir dann genau das gleiche in den Gleichnissen. Okay. So, climatic, which one do you have still? Welchen haben wir? Chiastic, huh? Der Chiasmus ist noch über, ne? Yeah. Okay. So I think I put the wrong order here. So sorry about that. I think I used it already 3 times and still didn't change it. So. Ich vergesse immer. Okay. So chiastic is you go from thought A to B and then to B and back to A. Also chiastisch wäre in der Musik A, B, B, A Strophenform. So you kind of play with arrangement of thoughts. Du spielst mit einem Spiegelarrangement von Gedanken. So you shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter's vessel. Diesmal Deutsch. Du sollst sie zerschlagen mit einem eisernen Zepter, die Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Now, sometimes the English translation is better to the Hebrew, and sometimes the German. Here is the German. Manchmal ist die englische Übersetzung besser dem Hebräischen angemessen, manchmal die deutsche. Hier ist es die deutsche. In Hebrew, it starts with, like a potter's vessel, you should dash them. So it's the other way around. Also im Deutschen ist es wie im Hebräischen, da kommen die Töpfe vor dem Zerschmeißen. I'm not sure how it is in your Bible now, but in any case, it would be, you shall break, then with what, and then how the breaking occurs. Also du sollst sie zerbrechen, mit was und dann mit was sollst du sie zerbrechen. Okay, so let me see, I think I have an example here. Ich glaube, ich habe ein Beispiel. I thought I had one. Oh yeah. Okay, this is out of Psalm 38. Das ist Psalm 38. I am feeble and crushed, and I groan because of the tumult of my heart. Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. And then the focus changes to God. Lord, all my longing is before you. Dann ändert sich der Fokus zu Gott. Herr, du kennst all mein Begehren. And then this thought is repeated. My sighing is not hidden from you. Dann wird dieser Gedanke wiederholt und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. And then the author goes back into his situation. Und dann geht es zurück in die Autorensituation. My heart throbs, my strength fails me, and the light of my eyes it also has gone from me. Mein Herz erbebt, aber meine Kraft hat mich verlassen. Und das Licht meiner So, Augen ist auch dahin. It's this A, B, B, A arrangement. Dieses okay? A, B, B, A. And again, if you have such an arrangement, usually the important point is in the middle. Und wenn du so eine chiastische Anordnung hast, dann ist der wichtige Punkt normalerweise im Zentrum in der Mitte. And here, his point is, Lord, my longing is before you, and my sighing is not hidden from you. Und hier ist der Punkt, Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. So he wants God to do something. Er möchte, dass Gott etwas tut. Okay. I did another one. I think, where are your notes here? I have it on my paper, but not in yours. So there is in Matthew 7, verse 6
Sermon on the Mount, Matthew 5 to 7. Ich habe noch etwas in meinen Unterlagen, leider nicht in euren. Matthäus 7, Vers 6, keine Bergpredigt. Jesus is in sometimes confrontational discourse with Pharisees or encouraging the disciples. Hat Jesus manchmal ja so konfrontative Auseinandersetzungen mit den Pharisäern oder er ermutigt die Jünger? And at one point he says, do not give to dogs what is holy, and do not throw your pearls before the pigs. Und einmal sagt er, gebt nicht das Heilige den Hunden und werft nicht eure Perlen vor die So Säue. he starts with the dogs and then takes the pigs. Also er fängt mit den Hunden an und dann kommt er zu den Schweinen. And then he answers both lines the other way around. Und dann beantwortet er beides, aber rückwärts. Lest they trample them underfoot. That's the pigs. Außer, denn sie werden sie zertrampeln.